31. Kapitel. Das Sein und das Nichtssein. Ich stand Auge in Auge mit dem gesichtslosen Schrecken, sagte der Riesenzwerg. Ich habe mit den giftigen Schleimwichten von Glubsch gerungen und habe die Riesenspinne Gorokkola zugeritten. Aber noch nie hatte ich solche Angst wie jetzt, wo ich dich fragen will, möchtest du mit mir zum Abschlussball gehen? Aus Die Wunderhure von Wenzel R.R. Skowronek. Wir haben uns mit Gott um 4 Uhr verabredet, kommen aber eine Viertelstunde zu spät. Gott ist immer pünktlich. Hat sie auf uns gewartet? Ich sehe mich im Café um, schaue mir die Gäste an und sage zu mir selbst, sie ist nicht da. Aber das Café mit seinen Gästen, Tischen, Stühlen, Spiegeln, Lichtern, seiner rauchfreien Atmosphäre, den Stimmen ist an sich von keiner Abwesenheit geprägt. Es ist im Gegenteil voller Sein. Aber sobald ich in das Café eintrete, um Gott zu suchen, ordnen sich die Dinge. Die Dinge bilden jetzt einen Hintergrund, auf dem sich Gott zeigen sollte. Das Imaginäre, nicht was man hat, sondern was man sich vorstellt, ist für den Menschen das Wichtige. Ich hätte vorhin auf der Toilette nicht Sartre lesen sollen. Das Känguru zieht seine langen gelb-schwarzen Kniestrümpfe wieder nach oben. Zu den Kniestrümpfen trägt es ein gelbes Leibchen und eine rote Perücke mit 2 Zöpfen. Auf seiner Schulter sitzt ein Totenkopfäffchen, was die Kaffeegäste in unserer Nähe sichtlich irritiert. Plötzlich erstarre ich. Was ist denn los? Fragt das Känguru. Da hinten ist Ronny Fischer, sage ich. Wer? Er steht auf meiner Todesliste. Wieso das denn? Er hat mir vor 23 Jahren das Ende von Das Imperium schlägt zurück verraten. Ronny sieht mich und winkt mir freundlich zu. Ich winke zurück, lächle und zische dabei leise. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Wir setzen uns an einen freien Tisch und das Känguru zieht sofort ein Buch aus seinem Beutel. Liest du jetzt? Frage ich. Gott kommt doch bestimmt gleich. Mein Lebensmotto lautet, keine Minute Langeweile, sagt das Känguru. Du könntest dich auch mit mir unterhalten, sage ich. Hast du mir nicht zugehört, fragt das Känguru. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sage ich. Ich bin solch ein Nichts und Gott ist, nun ja, Gott. Ich würde mich gern mal mit ihr verabreden, aber wie stelle ich's an? Was soll ich sagen? Was weiß ich, sagt das Känguru. Sag ihr, dass sie heute toll aussieht. Wenn sie etwas sagt, sag ihr, dass sie recht hat. Wenn sie Probleme hat, biete ihr deine Hilfe an. Sag ihr, da erscheint Gott im Café. Wenn man vom Teufel spricht, sagt das Känguru. Na, ihr Stümper, sagt Gott, was geht? Sie steckt in einem riesengroßen magentafarbenen Plüschhandy. Du siehst toll aus heute, sage ich. Das Känguru schlägt sich mit der flachen Pfote gegen die Stirn. Verarschen kann ich mich auch alleine, sagt Gott. Es gibt halt Leute, die müssen arbeiten und können sich nicht den ganzen Tag mit Unsinn beschäftigen. Es ist überhaupt nicht nötig, dass ihr euch darüber lustig macht. Nein, nötig ist es sicher nicht, sagt das Känguru. Aber ich tue es trotzdem gerne. Übrigens, nur so ein Gedanke. Falls du jemals jemanden triffst, der in einer riesigen Plüsch-Digitalkamera Werbezettel verteilt, dann könntet ihr ein Smartphone zeugen. Ich weiß ja selber, dass ich mich hier quasi prostituiere, sagt Gott. Du hast recht, sage ich. Das Känguru schlägt sich mit der flachen Pfote gegen die Stirn. Aber was soll ich machen? Manche Leute hier am Tisch müssen Miete bezahlen, sagt Gott. Ich strecke einen Zeigefinger in die Luft. Gott zeigt auch auf. Das Känguru rührt gelassen in seinem Malzkakao. Außerdem seid ihr nicht ganz unschuldig daran, dass ich meinen neuen Job beim Fernsehen so schnell wieder verloren habe. Entschuldigung, sagt das Känguru, aber so erfüllend kann es nicht gewesen sein, Schilder hochzuhalten. Tja, ich sammle Scheißjobs wie andere Überraschungseifiguren, sagt Gott. Das Problem mit der Miete werde ich übrigens bald nicht mehr haben. Heute habe ich erfahren, dass die Stadt den Block Sozialwohnungen, in dem auch ich wohne, an Investoren verkaufen möchte. Ich sehe schon die Bildschlagzeile vor mir, sagt das Känguru. Räumungsbefehl für Gott. Ja, und der Folgetitel Gott obdachlos, sagt Gott nickend. Aber eigentlich ist es gar nicht so witzig. Ich kann dir bei deinen Problemen helfen, sag ich. Sehr nett, sagt Gott. Aber wie willst du mir helfen? Sage ich und denke nach.
Wir werden einfach irgendwie dafür sorgen, dass die Wohnungen nicht verkauft werden. Das Känguru schlägt sich mit der flachen Pfote gegen die Stirn. Warum tust du das die ganze Zeit? Fragt Gott. Flöhe, sagt das Känguru. Wehe, die springen auf mein Plüschkostüm, sagt Gott. Irgendwo im Café klingelt ein Handy. Ein Glück, dass du das nicht bist, die klingelt, sagt das Känguru. Das wäre bestimmt furchtbar laut. Doch, doch, sagt Gott, das ist mein Handy. Irgendwo aus ihrem Kostüm zieht sie ein Mobiltelefon hervor und hält es sich ans Ohr. Ein Handy, das über sein Handy telefoniert, sagt das Känguru kopfschüttelnd. Meine Güte, was kommt als nächstes? Ein 3D-Drucker, der einen 3D-Drucker druckt? Ein Rettungsschirm für den Rettungsschirm? Ich muss weg, sagt Gott, nachdem sie ihr Gespräch beendet hat. Ich lasse meinen Sohn ja oft bei unseren italienischen Nachbarn, aber jetzt macht er wohl Terror und spielt sich auf wie ein kleiner König, man sieht sich. Und ebenso schnell, wie sie gekommen war, ist sie auch wieder verschwunden. Guck mal einer an, sagt das Känguru. Gottes Sohn hat Stress mit den Römern. Sowas. Es gibt seinem Totenkopfäffchen eine Erdnuss. Das lief doch gar nicht so schlecht, sage ich. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat gesagt, ich sei nett. Hör auf, so doof zu grinsen, sagt das Känguru. Erzähl mir lieber, wie wir halten sollen, was du gerade versprochen hast. Wie genau sorgen wir dafür, dass die Wohnungen nicht verkauft werden? Was ist der Plan? Keine Ahnung, sage ich. Am besten, wir gehen ins Hauptquartier und du denkst dir was aus. Denk dir doch selber was aus, sagt das Känguru. Ich habe keine Zeit für deinen Quatsch, ich bin ein sehr beschäftigtes Beuteltier. So, sage ich. Nehme das Buch des Kängurus vom Tisch und schlage es auf. Der Riesenzwerg Ülf zog sein Kurzschwert Knups aus dem leblosen Körper Dragondoils des Blassblauen, lese ich vor. Er nahm dem toten Zauberer den Ring der 7 Regenbogen ab und steckte ihn der Wunderhure Chant-Al an den Ringfinger der linken Hand. Lüstern bettete er sie auf den schwarzen Altar, schlug ihre Röcke hoch und glitt zwischen ihre Schenkel. »Lass mich«, sagte die Wunderhure plötzlich. »Erst müssen wir heiraten.« Ülf ließ von ihr ab. »Natürlich«, sagte er. »Wie konnte ich das vergessen? Ich muss meinen Luden finden, den König der verschollenen Stadt, und er muss uns seinen Segen geben«, sagte Chant-Al. »Ich werde auf dich warten«, sagte der Riesenzwerg. »Und wenn es 2 Ewigkeiten dauert.« Ich lege das Buch zur Seite. 2 Ewigkeiten, frage ich. Ernsthaft? Da hat ja wohl einer das Konzept von Ewigkeit nicht verstanden. Entschuldige mal, sagt das Känguru. Hast du mir da gerade den Schluss des Buches vorgelesen? Oh. Ups. Sorry. Das Känguru zieht eine lange Liste mit Namen aus seinem Beutel und schreibt meinen ans Ende.